Mit Schwung aus dem Viertelfinale geht's rein gegen die Eintracht. Die sind auf dem 8. Platz. Wir sind weiterhin oben vor den Bayern. 5 Punkte vor Mainz. Spielt jetzt im Pokal-Halbfinale zu Hause gegen Wolfsburg. Das ist natürlich so die beste Paarung gewesen, die ich mir hätte vorstellen können. Deswegen heute mal die B11. Oh, was ist das mit Maximilian Bayer? Der bei der Eintracht vorne ist. Der fällt schon mal hin. Deswegen heute auch eine veränderte Formation, habe ich ja gesagt. Ledley King und Hato Innenverteidiger. Dann auf den Flügeln Rehse und Njinma. Links und rechts. Ja, und Guzman für Busio. Falls ich dann nämlich aus 4-2-3-1 umschalte, dass dass Guzman dann hängende Spitze spielt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir uns ja, weiterhin in der Liga so gut präsentieren, dass wir ja, ruhig da oben bleiben, weil das wäre eine schöne Sache. Wenn wir das dieses Jahr hinbekommen würden, uns fürs internationale Geschäft zu qualifizieren, was ja once in a lifetime. Also wann hat es schon mal jemals ein Aufsteiger geschafft, sich direkt fürs internationale Geschäft zu qualifizieren? Ich weiß es. Unser heutiger Gegner. Und zwar 2012, 2013. Mit dem Aufstieg damals mit Fee war die Eintracht dann auf dem 6. Platz, musste noch eine Runde Qualifikation spielen in der Europa League. Heidenheim jetzt zum Beispiel dieses Jahr auch. Die könnten auch, wenn Leverkusen den Pokal gewinnt, wovon wir jetzt einfach mal ja, ausgehen. Vielleicht haben sie es ja auch schon, je nachdem, wann das Video hier rauskommt. Dann würde Heidenheim nämlich in der Conference League spielen, aber andererseits würde dann auch, wenn Kaiserslautern den Pokal gewinnt, würden die in der Euroleague spielen. Wahnsinn. Also das ist so verrückt. Das ist so verrückt. Und verrückt ist jetzt auch die Chance hier für die Eintracht durch Muriel. Alidou spielt unter anderem. Dann haben sie Eric Dyer in der Innenverteidigung. Da war ich ja auch in der Liga schon sehr, sehr... Ach Quatsch, wir haben noch gar nicht in der Liga gegen... Ach doch, haben wir gespielt. Mein Gott, ist schon die Rückrunde. Da war ich auch sehr überrascht in der Liga. In der Hinrunde, als ich da Eric Dyer gelesen habe. Alidou haben sie auf der linken Seite. Also wie gesagt, auch ein ganz, ganz wild zusammengestellter Kader. Was ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Die halten auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser dagegen als der VfB. Oh, schön gemacht. Aber Urbich, der entwickelt sich langsam zu einem richtigen Monster hinten. Normalerweise sind so Dinge auch manchmal drinne. Also manchmal, eigentlich immer. Zu 90%. Ja, Guzman ist da. Macht auch seine Sache bislang richtig gut. Muriel. Kein Foul riskieren. Hato gegen Muriel. Komm, irgendeiner muss da jetzt hin, genau. Schön geklärt. Das ist auch gut hier für Guzman. Das sind auch wichtige und wertvolle Spielminuten. So Leute müssen halt spielen. Der ist ein Mega-Talent, der wird richtig, richtig gut. Nützt halt nichts, wenn er aber auch nur auf der Bank sitzt. So, jetzt gibt es einen Freistoß für die Eintracht. Muriel macht das, aber flankt da rein. Bisschen zu schnell für uns. So, jetzt mal die Chance vielleicht mit Hato. Ja, Innenverteidiger, warum nicht? Der ist auch schnell. Der schaltet sich mal mit nach vorne ein. Da ist er schon. Hato gegen Eric Dyer. Da ist Hato auf jeden Fall schneller. Das macht er. Warum nicht? Komm, geh aufs Tor. Ja, schade. Das war ein bisschen zu optimistisch. Aber wir setzen vorne nach und dann hat die Eintracht eigentlich Probleme, wollte ich sagen. Aber wenn wir nicht rankommen dürfen, kommen wir halt nicht ran. Ne? Das ist es nun mal. Serda gegen Alidou. Oh, da war er eigentlich da. Ich wollte schon sagen, er passt auf wie immer. Jetzt pass auf, Götze. Alidou, der muss ja jetzt nicht unbedingt treffen. Die Eintracht ist sehr bissig. In den Zweikämpfen, da haben wir wieder Serda, der da fast rankommt. Veja gegen Bayer und die machen vorne Druck. Die pressen sogar. Oha, das bin ich gar nicht gewohnt. Aber auf der anderen Seite bauen wir dann auch wieder in Ruhe hier auf. Also es ist ein 0-0 bislang, das auf jeden Fall in Ordnung geht. Was natürlich schön für uns wäre, wenn wir vorne ein bisschen mehr Zug hinkriegen würden. Aber momentan, die Eintracht lässt da nicht viel zu. Oh, im Gegensatz. Beziehungsweise im Gegenteil, die schalten sich immer mehr nach vorne ein. So, jetzt ist die Chance da. Jetzt wollte ich nach unten und dann den Ball in den Lauf spielen. Aber wir durften nicht. So, jetzt vielleicht. Rehse. Hat er jetzt vielleicht mal Platz gegen Eric Dyer? Ja, Dyer ist halt auch nicht schnell, ne? Aber der hat halt wohl anscheinend ein gutes Stellungsspiel. Glatzel vorne. So ein bisschen blindes Anlaufen gerade. Also die Eintracht ist besser. Die bauen das hinten mit ihrer Dreierkette gut auf. Da finden wir bislang leider noch kein Mittel. Anders als gegen den VfB.
Alidu wieder gegen Bradley. Nein, kein Foul. Um Gottes Willen, ey. Darfst du nie und niemals pfeifen. So, jetzt nächste Chance. Njinma gegen Tuta. Müsste Njinma eigentlich auch, ja, schneller sein auf der Überholspur. Mit Kratzer im Hals. Njinma macht er alleine aus dem Winkel. Ja, weil niemand mitgelaufen war. Es war leider niemand mitgelaufen in der Mitte. Sonst hätte ich nochmal zurückgelegt. Ja, sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Also, es gefällt mir. 0-0 der besseren Art. Ruhewig kriegen wir den irgendwie oben hin. Oh ja, bisschen zu weit für Reze, aber hat er trotzdem. So, nochmal die Chance vielleicht. Olaru, richtig gut gespielt. Reze hat Platz. Aufs Tor. Nein, der kann nicht abpfeifen. Oh nee. Hallo? Das ist ja wohl ein Scherz. Ich laufe hier 3 auf 2 aufs Tor. Hä? Und dann pfeift er ab. Oh, das ist so typisch EA. Wirklich. Das ist ganz, ganz typisch EA. Das ist ein E-Sport-Spiel. Überlegt euch mal, das würde auf einem E-Sport-Finalturnier so passieren. Oha. Da würde es mich auch nicht wundern, wenn dann die Controller fliegen. Aber das darf er nie und niemals abpfeifen. Nie. Selbst wenn wir schon 5 Minuten über der Nachspielzeit sind, dann soll er lieber 4 Minuten vorher abpfeifen. Aber Hato muss ich, glaube ich, mal rausnehmen. Der ist gar nicht mehr so fit. Busio kann aber kein Innenverteidiger. Bringen wir Kempf. Ja, bringen wir Kempf. Und ich würde auch gerne mal umstellen. 4-2-3-1. Ach nee, nicht 4-3-3 defensiv. Oder beziehungsweise flach. Ich würde das gerne mal probieren. Dann ist nämlich Guzman hängende Spitze. Ich glaube, haben wir nicht auch gegen Hannover so gespielt zum Schluss? Da hat er ja dieses 30 Meter Traumtor gemacht. So, 4-2-3-1. Mal probieren. Schade. Die Chance hätte ich gerne gesehen. Da haben wir uns mal gut durchkombiniert. Na, egal. Abhaken. Szene ist vorbei. Wir können es eh nicht mehr ändern. Zurückspulen geht hier nicht im Karrieremodus. Lass uns lieber auf eine gute zweite Halbzeit hoffen, dass wir vielleicht doch noch ein Ding machen. Ah, Fratesi. Altbekannter, ne? Ist das Zufall, dass er jetzt hier gezeigt wird? Aus meiner Eintracht-Karriere. So, Serda wieder. Glatzel, der sich da gut fallen lässt. Bradley, ja, jetzt hätte ich spielen müssen, das wäre aber im Abseits. Ja, Glatzel holt sich die Bälle, wird da fast umgegrätscht. Ja, hohes Pressing, was die Eintracht hier machen. Wir müssen mal das Spiel ein bisschen beruhigen. Uns den Gegner einfach mal zurechtlegen. Nicht gleich nach vorne spielen, einfach mal gucken, wo ist hier die Lücke, wo wäre mal die Chance auf einen Doppelpass oder so. Glatzel, jetzt müsste ja irgendwo auch mal eine Lücke frei sein für Serda zum Beispiel, genau. Und da kommt ein Jinma eingelaufen. Richtig guter Spielzug. Ja, sowas auch mal. Auch mal 30, 40 Meter gefühlt. Okay, waren jetzt so 20 Meter. Aber ihr wisst, was ich meine. Schade. Hätte der sich vorher mal gesenkt, dann wäre Trapp, glaube ich, nicht rangekommen. So, Reze auch wieder mit dabei, genau. Bisschen handlungsschneller als Buta. Da wäre der Ball auch unten auf Veja gut gewesen, aber habe ich leider auch wieder zu spät gesehen. Aber es ist auch wieder 0-0 der etwas besseren Art. Also es gibt da so richtig langweilige 0-0s, das haben wir jetzt nicht. Mal gucken, der Guzman. Ach, der Guzman. Der hat von Weitem auch getroffen, von daher muss man das immer wieder probieren. Wir laufen immer vorne an, egal ob das jetzt Maximilian Bayer ist, Muriel oder Götze. Wir setzen auch ein bisschen auf Pressing. Oh, Olaru, ja, im richtigen Moment. Reze, und da ist er wieder. Da ist Guzman. Oh, ein bisschen schneller. Da fehlt ihm halt die Schnelligkeit noch. Schneller abzuschließen. Das wäre nämlich ein richtig, richtig guter Schuss geworden. Und wieder Olaru. Die Maschine im Mittelfeld. Die rumänische Maschine. Reze, ja, richtig gut. Jetzt sind wir richtig drin im Flow. So, Glatzel hinten. Oh, ne. Weder Glatzel noch Guzman, die da rankommen. Und jetzt der muss hinten, ja, aushelfen. Sehr, sehr gut. Was pfeift der denn jetzt? Der lässt 10 Sekunden, 15 Sekunden lässt er da Vorteil laufen. Ja, so gefühlt sind wir jetzt im 1-0 ein bisschen näher als die Eintracht, aber hat nichts zu heißen. Die können mit einer Aktion hier, Faris Shaibi ist jetzt drin, dann auch in Führung gehen. Da auch wieder, das ist längst gespielt. Der Vorteil ist längst vorbei. Und dann kriegen sie doch noch den Freistoß. Naja, Muriel, den wird er jetzt wahrscheinlich auch wieder flanken auf Götze. Ja, okay, viel Spaß beim Flanken. Und jetzt ein Jinma. Nee, kriegt er nicht.
Eintracht weiß nicht wohin, das ist ganz gut. Bislang aber finden sie doch die Lücke über Muriel. King auf der Außen. Ja, ist da. Sehr schön. Sehr, sehr gutes Zweikampfverhalten. Finde ich gut. Oh, Guzman muss entgegenkommen. Das war jetzt natürlich nicht so ideal. Jetzt spielt sich die Eintracht da so ein bisschen fest. Zu zweit, zu dritt pressen klappt leider nicht. Das heißt, es gibt gleich ein Gegentor. Muriel und da ist Bayer. Oh, da müssen wir hin. Irgendeiner muss da hin, aber ich habe es ja gerade gesagt, das ist ein Hinweis eigentlich darauf, dass es da ein Gegentor gibt. Wenn du das selbst mit 2, 3 Mann nicht verteidigt bekommst, wenn der Spieler trotzdem durchkommt, das geht nicht. Das war nicht gut verteidigt. Der Ball darf da nie durchkommen. Da hat Bayer den Ball eigentlich auch schon verloren. Da müssen wir eigentlich nur mit dem Innenverteidiger mal ein bisschen konsequenter hin und dann, tja. Ist es so, wie es ist. Ich hab's gesagt. Vertraut mir. 11. Tor schon von Bayer. Ist ja nicht so, dass er sein allererstes macht. Aber ist er gerade rausgegangen? Nee. Ja, schade. Also der Rückstand, ja, unnötig, unglücklich, nicht unverdient. Klar, die Eintracht ist jetzt auch nicht so schlecht, aber gefühlt waren wir halt schon näher an der Führung als die Eintracht. Von daher ist das ein bisschen schade. Aber wir haben noch Zeit, hier mindestens mal ein Remis zu holen. Und das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Serda, ja, oben. Manjin wir leider nicht ins Spiel bekommen. Ja, die Eintracht macht halt jetzt das Nötigste, ne? Spielt halt hinten raus, Guzman vorne. Wir kommen auch nicht ins Pressing. Das funktioniert in der zweiten Halbzeit leider nicht so gut. Aber da müssen wir da sein, das müssen wir gewinnen. Und jetzt bekomme ich wieder keinen Spieler angewählt und dann gibt es das zweite. Oder Obich ist da, oder? Nee, Elfmeter. Es gibt Elfmeter, ey. Krass. Aber auch wieder eine ganz typische Situation. Hatten wir auch schon oft. Ich reg mich da gar nicht mehr drüber. Da war nix. Er macht zwar diesen Ausfallschritt, aber er fällt in ihn rein. Ihr müsst euch das mal wirklich überlegen, dass das ein E-Sport-Spiel ist. Da werden große Turniere für ausgetragen. Dass das ein Elfmeter ist, das ist ein Witz. Das ist ein echt absoluter Witz. Und Muriel macht das 2-0 und entscheidet somit das Spiel. Tja. Egal. Weiter geht's. Es gibt auch wieder Situationen, da haben wir das vielleicht mal auf unserer Seite, dass wir irgendeinen Elfer kriegen, weil der Gegner uns einfach mal, weiß ich nicht, einen Fuß vor den Körper stellt, keine Ahnung, aber ja. 2-0, egal. Das war auch klar, so Spiele gibt es auch mal, dass du ja gefühlt besser bist und dann schlägt der Gegner halt zweimal ganz eiskalt zu. Und wieder halt unglücklich. Es sind wieder Situationen, die müssen halt echt nicht sein, aber das kriegen wir halt nie abgestellt. Das ist auch so ein Ding. Das hast du immer. Das kriegst du nie raus. So, Freistoß. Oh, super. Sehr, sehr gut. Es gibt so mal einen Wechsel. Gedesh. Gut, wenn du natürlich auch mit Spielern wie Gedesh nachlegen kannst, das ist dann halt nochmal eine Stufe höher. Aber dafür sind wir halt Aufsteiger, dass wir das noch nicht haben. Aber wir haben auch trotzdem einen guten Kader. Vielleicht nochmal eine Chance. Oladu, ja, zu zentral. Okay, also, wir verlieren das Spiel. Damit müssen wir uns jetzt abfinden. Aber wir machen einfach weiter. Wir spielen so eine super Saison und wenn wir mal so 2, 3 Niederlagen mit dabei haben, mein Gott, dann ist es so. Ist halt immer nur die Sache, wie es zustande kommt. Oh ja, Gedesh. Da kann Ledley King auch kretschen, wie er will. Den bekommt er nicht. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns jetzt hier völlig abschießen lassen, ja. Also 3-0 wäre auch for real gesagt ein bisschen zu hoch. Das 2-0 ist okay. Wie gesagt, der Elfmeter, der war doof. Das Gegentor war auch vorhersehbar, beziehungsweise auch mit Ansage. Ja, und am Ende war vielleicht 2 Tore besser, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall verlieren wir das Spiel. Und blicken aber wieder nach vorne und gehen das nächste Spiel wieder von 0 an. Ich möchte euch gerade nochmal das Gegentor zeigen und euch genau an 2 Situationen oder auch 3 genau zeigen, warum das Tor von Bayer eigentlich schon vorhersehbar war. Also zuerst mal das Dribbling hier von Shaibi. Da geht der Ball nämlich jetzt hier schon mal durch den Fuß. Das kann schon mal gar nicht sein. Das ist Nummer 1. Das ist meistens dann auch kurz vorm Tor. Wenn der Ball kurz vor dem Tor, kurz vorm Torschuss dann nochmal durch den Fuß, durch
den Oberschenkel durchgeht, durch den Oberkörper, keine Ahnung, dann ist es auch meistens schon ein Indiz dafür, dass der reingeht. Das ist Nummer 1. Dann slidet Cerda irgendwie ganz merkwürdig vorbei, macht einen großen Ausfallschritt. Dann Nummer 2 ist, dass Maximilian Bayer hier zunächst mal der Ball durch die Füße geht, hier durch den rechten Fuß, haha. Schaut mal an, durch den Knöchel. Und Nummer 3 jetzt mittlerweile schon, dass Bayer den Ball eigentlich nach rechts zieht. Hier, schaut euch das an, der will den eigentlich nach rechts, der Ball müsste nach hinten gehen. Geht er aber nicht, er geht durch die Füße durch. Ja, also 3 Indizien dafür und dann natürlich ich im Zweikampf, sieht natürlich blöd aus. Dann legt er sich den Ball hier ganz komisch vor und dann, ja, ist das, wie sagt man so schön, written in the stars, dass dieser Ball reingehen musste. Ja, ich spiele leider schon zu lange FIFA. Und vor allem die letzten FIFA-Teile, besonders die Weekend League, wo man das immer wieder sieht, dass die Bälle durch... So ein Video würde ich auch gerne mal machen oder müsste ich mal machen, mit diesen Fails, wo man dran erkennen kann, irgendwelche Thesen mal aufstellen, dass durch solche Aktionen einfach schon Tore, ja, vorher simuliert sind. So, würde ich das jetzt einfach mal behaupten. Oh, Neuseeland, aber wie gesagt, es hilft nichts, ist ja auch nur ein Spiel, mein Gott. So, wir haben aber dafür ein Scouting-Update, da freue ich mich drüber. Mal gucken, vielleicht haben wir ja wieder ein Supertalent mit dabei. Ja, ich glaube aber diesmal nicht. Ich glaube, so ein Supertalent kriegst du nur alle 5, 6 Jahre mal, so gefühlt, so ablehnen. Fran Mendes, nee. Ah, Sergio Cruz könnte eventuell, nee, der hat schon mal höher und Toni Montoya auch nicht. Gutes Potenzial, aber wie gesagt, da wirst du nicht weit mit kommen, wahrscheinlich. Ja, dann machen wir weiter. Nächstes Spiel ist Leipzig und auch hinter uns. Wir rücken halt jetzt noch enger zusammen, ne? Dadurch, dass Frankfurt gewonnen hat. Mainz hat auch gewonnen, die kommen oben ran. Wir sind also punktgleich mit den Bayern. 2 Punkte vor Leipzig, direkter Konkurrent. Ja, also wenn ich am Ende mich so zwischen Platz... Ja, Europa will ich halt schon gerne erreichen. Also so zwischen Platz 5 oder 6, 7, 8, das wäre auch noch okay. Vielleicht gewinnen wir ja den Pokal, dann wären wir ja auf jeden Fall in der Euroleague. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Oh, Hannover macht, ja, entweder oder. Also entweder gewinnen sie oder verlieren sie. Und Werder Bremen sind die Remis-Könige, zusammen mit Bochum. Die haben 9 Unentschieden. Ja, Frankfurt hat auch schon 8, wir haben 5. Also wir stehen super da. Gar keine Frage. So, und jetzt gegen Leipzig. Schauen wir mal, was möglich ist. Also, macht's gut, bis zum nächsten Part. Und denkt mal über die Thesen nach, die ich gerade gesagt habe. Ich glaube, ihr werdet mir da in dem einen oder anderen Punkt vielleicht sogar recht geben. Also, macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.